Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema COMEX Silberlagerbestände schmelzen weiter dahin. Disclaimer. COMEX Silberbestände schmelzen weiter dahin. Die COMEX-Lagerbestände schmelzen weiter dahin, befinden sich mit 27,3 Millionen Unzen auf dem niedrigsten Niveau seit 2016. Das absolute Tief war im Juni 2016 mit 22,5 Millionen Unzen. Die Goldaktienrallye begann aber bereits 6 Monate vorher und endete im August 2016. Es wird aktuell damit gerechnet, dass der Silberabfluss weitergeht. Insofern kann jederzeit mit Anstieg von Silber- und Goldaktien gerechnet werden. Auch dann an SFI gehen die Lagerbestände, also Shanghai Silberlager, gehen die Lagerbestände weiter zurück. Grund sollen Eindeckung von Solarunternehmen sein, die sich auf eine steigende Nachfrage nach Solarmodulen vorbereiten. Insgesamt ist die Lage am Silbermarkt angespannt und ein Anstieg des Silberpreises muss die logische Folge dieser Verknappung sein. Da muss man nochmal ganz klar dazu sagen, zwischen 1929, also den großen Börsencrash, und 1932 ist Silber, glaube ich, von irgendwo 1 $ auf 25 Cent gefallen, gestiegen, weil es eben damals eben diese Verwendung nicht war. Und es wurde ja auch gerade im Silver Coinage Act 1873 entmonetarisiert. Insofern hat natürlich gerade damals die Deflation, der Silberpreis, sondern gerade auch die kleinen Leute, weil die haben auch teilweise Silber dann mehr oder weniger gespart, besonders getroffen. Das ist diesmal vermutlich komplett anders. Es gibt möglicherweise zwar einen wirtschaftlichen Rückgang, aber durch die jahrelange Manipulation des Silberpreises sind im Prinzip alle Reserven verbraucht worden. Ich glaube, im Jahr 1900 gab es noch 20 Milliarden Unzen oberirdisch abgebautes Gold. Ich glaube, 1950 waren es 10 Milliarden, 1980 schon 5 Milliarden. Und jetzt sind es irgendwie 600, 700, 800 Millionen. Und wie Sie sehen, wird es weiter verbraucht. Also deswegen gehen wir, auch wenn die Stimmung für Gold und Silber relativ schlecht bleibt, einen steigenden Silberpreis können die nicht mehr verhindern. Das wird in jedem Fall, diese Stufen hatten wir ja gestern benannt, Richtung 32 $ gehen und vielleicht in der Spitze auf 42 $ Anfang nächsten Jahres, wenn es dann wieder vielleicht in eine gewisse Konsolidierung geht. Also das ist eine relativ sichere Sache hier mit dem Silberverbrauch. Und es ist ja so, aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Gold- und Silberaktien-Rallyes im Wesentlichen an steigenden Silberpreisen hängen. Und einer des Dilemma, das wir seit 2011 haben, dass eigentlich seitdem Silber gefallen ist. Und deswegen sah es eigentlich auch schlecht für Gold- und Silberaktien aus. Während eben zwischen 2000 und 2011 Silber insgesamt stark gestiegen ist. Und da gab es eben auch die entsprechende Gold- und Silberaktien-Rallye. So, also das heißt, wenn jetzt Silber nach oben schnappt, dann haben wir unsere Gold- und Silberaktien-Rallye. Also das spielt uns sehr in die Hände, was hier an der COMEX passiert und auch in Shanghai. Ja, angehender Gold, Silber, Kupfer, Zinkproduzent. Also das Unternehmen besitzt ca. 70.000 Hektar im Norana Mining Camp, was 70% des gesamten Campes entspricht und 13 ehemalige Gold- und Basismetallminen umfasst. Eric Sprott ist auch investiert, also in der Vergangenheit wurden da schon 11 Millionen Unzen Gold, 2,5 Milliarden Pfund Kupfer produziert. Sie haben Measured und Indicated äh, circa 5 Millionen Medium-Grade Gold, nochmal entfernt 1 Million. Kupfer haben sie 500.000 Lips und Zink auch nochmal 2,2 Millionen Zink. Also was ich hier auch nochmal aktuell nochmal herauskopiert habe, Massive Sulfide Copper. Also sie haben eben nicht nur Gold und Silber, sondern eben auch massiv viel Kupfer und Zink, was überhaupt gar nicht so einkalkuliert ist in den potenzialen Erfolg. Ja, Sie sitzen hier in einem sicheren Rechtsgebiet hier an der Grenze zwischen Quebec und Ontario. Der Aktienkurs hat
ziemlich gelitten, scheint aber jetzt seinen Boden gefunden zu haben und scheint, sage ich mal, eine schöne Comeback-Story sozusagen zu werden und könnte dann möglicherweise schnell das alte Hoch bei 35 Cent erreichen und möglicherweise in der Goldaktienrallye, die wir dann vor uns haben, dann möglicherweise in Richtung 1 Dollar und mehr gehen. Meiner Meinung nach interessantes Unternehmen. Risiko ist irgendwo zwischen moderaten und hohen Serienrisiko. Wie immer auch keine Kaufempfehlung. Ja, hier nochmal ein paar Worte zu Gold generell. Ja, Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre von 2000 auf 8.500 $ steigen. Wie kommen wir darauf? Weil wir eine ähnliche Chart-Setup haben wie in den 1970er Jahren. Dort ist dann Gold auch ursprünglich von 350 $ auf 200 $ gestiegen, auf 100 $ gefallen. Hat sich an 200 $ wieder rangearbeitet. Hier sehen Sie nochmal die Vergrößerung des 1970er Situation. Und da glauben wir eben, das ist absolut Ähnliches mit der heutigen Situation. Und da gab es, bevor es diesen Mega-Anstieg dann im Jahr 1979 gab, dann noch mal diesen riesen Backtest, wo alle Leute noch mal rausgeschüttelt werden sollen, dass sie auf keinen Fall an dieser Rallye mitteilnehmen. Und so müssen sie jetzt das Abprallen vom 2075er Niveau mehrere Wochen vorher auch verstehen. Die wollen nicht, dass sie bei diesem Anstieg, der sich jetzt vermutlich wiederholt, in der einen oder anderen Weise, dass sie dabei sind. Also das ist meiner Meinung nach ganz wichtig zu wissen. Auch 1980, auch 1979 oder 1978, wann das war, wollte man nicht, dass die Leute dabei sind. Und warum wollte man das nicht? Weil es eben diese Goldaktienrallye gab, die größte aller Zeiten. Hier NDR Mining von 5 Cent auf 19 $. Das heißt, die Goldaktie stieg um das 380-fach, aus 1.000 $ wurden 380.000 $. Und. Ähnliche Bewegung. Das kommt eben, wenn es so einen steilen Anstieg geben. Und dazu kommt diese absolut extreme Unterbewertung, die wir aktuell haben. Wenn sich das entlädt, ist eben sowas. Und so müssen Sie wahrscheinlich die aktuellen Drückung, das Verunsichern, das Gold und Silber, dass es eigentlich nicht hilft, jetzt auch in der inflationären Zeit. Und so müssen Sie es sehen. Sie können sich nicht dagegen stehen. Die Entladung will kommen. Sie können nur Folgendes machen, dass möglichst wenige im Gold- und Silbersektor, geschweige denn im Goldaktiensektor investieren. So würde ich das interpretieren. Wenn Sie das anders interpretieren, können Sie das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist ja auch irgendwo ein Denkfehler bei, selbstverständlich. Aber ich finde, die Situation ist sehr ähnlich mit dieser Situation und irgendeine Form von Entladung werden wir profitieren und diese extrem unterbewerteten Gold- und Silberaktien sollten extrem davon profitieren. Deswegen sind wir auch da investiert. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Ich nehme an, das geht moderater als in den 1979er Jahren. Ich denke mal, die nehmen ein bisschen Luft raus, werden also Gold 2500, Silber um die 50 zulassen. Das ist völlig uninteressant für Gold- und Silber-Bugs, weil sie ganz andere Ziele erreichen. Aber es ist eben unglaublich interessant für Goldaktien. Dieser Prozess führt eben dazu, und hier haben Sie das zum Beispiel beim Beispiel mal gesehen, dass diese Aktie hier das war Corona-Krise und dann dieser Goldboom bis März 2021 stieg von 2 Cent auf 36 Cent. Eine unglaubliche Bewegung, wenn Gold und Silber, Gold irgendwie 15% gemacht hat oder so, steigt hier eine Aktie um ja das fast 20-fach. Ähm, ja, also wie gesagt, wir erwarten eben auch diesen Silberspike. Deswegen auch nochmal heute dieser Artikel. Das wird einfach ausgelöst. Es gibt kein physisches Silber. Sie müssen es höher einreißen lassen. Und das hat eben in der Vergangenheit, hier ist es hier von 2011 zu dieser Silberrallye, 8 Monate lang war die geführt, ist von 1750 $ gestiegen. Das hat ja bekanntlich eine Gold- und Silberaktienrallye erzeugt. Genau dasselbe denken wir, dass es auch wieder jetzt vor uns liegt. Und deswegen, und eben dazu kommt eben, dass diese Gold- und Silbersäulen überproportional billig bewertet sind. Das waren sie im Prinzip hier im Jahr 2009 auch. Dort waren sie niedrig, dann sind sie ein bisschen angestiegen und kam diese finale Preisexplosion. Irgendwie ist es hier ähnlich. Es ist eigentlich genau dasselbe. Wir haben ja mit dem Corona-Tief auch so ein Supertief. Dann ging es eine Zeit lang seitwärts und dann schießt diese Rakete ab. Also absolut ähnlich die Situation.
Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Ähm, Zum einen kann man das messen an dieser Goldaktien-Gold-Ratio auf der rechten Seite. Seit 1976 verhandeln die Goldaktien gegenüber Gold und haben den absoluten Boden erreicht. Da ist eigentlich keine Fallhöhe mehr. Und wir erwarten eigentlich jetzt, dass mit der Veränderung jetzt am Gold- und Silbermarkt eine brachiale Entladung nach oben in kurzer Zeit erfolgt. Und das wiederum impliziert, dass es eigentlich die größte Goldaktienrallye aller Zeiten geben wird. Darüber hinaus sind diese sogenannten Junior- und Explorationsaktien extrem unterbewertet zu den sogenannten Senior-Aktien wie Barrick und Newmont, und sie ab und zu entladen sie sich oder übertreffen sogar die Senior-Aktien in einer gewissen Phase. Das war im 2002 und das hat auch zu enormen Bewertungsaufschlägen geführt. Also diese beiden Situationen haben wir eigentlich, und das müsste einem für Goldaktien ein absolut explosives Gemisch bedeuten. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienmarkt optimal gespielt? Ich hatte Ihnen ja schon mal diese Aktienentwicklung der 1970er Jahren gezeigt. Man hätte eigentlich ständig in Goldaktien investieren, gerade wo sie vielleicht nochmal billig war oder wo Gold nochmal Korrektur hat, dran festhaben. In den Glauben, dass früher oder später Gold und Silber sich entladen will und dass es zu einer exorbitanten Gold- und Silber-Aktienmania kommt. Hätte man das gemacht oder hätte man zum Beispiel 50 Euro investiert, hätten sich vielleicht mit etwas Glück die Goldaktie verhundertfacht in dieser Situation. Und da hätte man natürlich dann viel, viel, viel mehr investieren können. Aber bei dem Gold Peak hätte man das dann sozusagen verkauft und einfach nur mit einem Klick die Gewinne, zum Beispiel Berkshire Hathaway Aktien oder andere Top-Aktien gekauft. Ich will jetzt nicht sagen Microsoft, das kann ja keiner wissen, dass es dann so ein Highflyer wird, aber zumindest Top-Aktien gab es damals auch, die auch noch heute investieren, Top-Fonds sowieso. Und dann hätte man ja auch wieder reinvestieren können, umwechseln können und so weiter. Aber da hätte man eben beide Hebel multipliziert. Also sage ich mal mit dem Kauf von Goldaktien in der Mania verkaufen und dann umwechseln in einfach Topfonds und Topaktien wäre eigentlich der Stein des Weisens gewesen. Das ist die Vergangenheit, der Blick auf die Vergangenheit. Es wird irgendwas Ähnliches mit Sicherheit kommen, aber es wird nicht gleich sein, vermutlich. Ereignis 2, Ereignis 3, damit meinen wir, irgendwann sind die Goldaktien hoch, das Risiko nimmt überall zu. Unser eigenes Bankensystem ist ziemlich angeschlagen, kann nur mit Milliarden von Geldfusionen am Leben erhalten werden. Und natürlich auch die rohstoffproduzierenden Länder sind natürlich auch zunehmend wenn das dann steigt und wertvoller wird, nicht mehr bereit, ihre Asset für Fiat-Währung wegzugeben. Das muss man sich bewusst sein. Also auch da droht Gefahr von Verstaatlichung. Momentan ist man natürlich durchaus begeistert, dass man da agiert, weil man kriegt natürlich seine Leute dadurch beschäftigt, die vielleicht in anderen Branchen schon von der Depression, Rezession leiden. Also wir haben ja beides. Wir haben ja, sage ich mal, eine inflationäre Depression. Depression entwickelt sich ja gleich, aber gleichzeitig ist auch kein Vertrauen in die Währung. Das sollte früher oder später Gold und Silber auf die Beine helfen. Also ist eigentlich die schlimmste aller Situationen. Aber Gold und Silber ist da die Lösung und dürften die großen Profiteure davon sein. Ja, Fazit. Man muss im Grunde genommen diese Ereignisse, die vor uns liegen, jetzt sage ich mal, diese riesen Schuldenexzesse, die Entwertung von Währung ist einfach eine Realität. Da kann man nicht mehr konventionell investieren, man muss es eben anpassen. Und wir hoffen, dass eben mit Pennygold-Aktien und dann durch den Kauf von mehr Gold und Silber, dass es der richtige Schritt ist sozusagen. Dann ab irgendeinem Punkt muss man noch reinvestieren. Das meinen wir dann. Der 25 vielleicht dann Goldaktien, 200 ist die Investitionssumme. Ähm, Vervierfachung die Gold- und Silberspitzenwerte. Gold soll ja auf 8.000 Dollar in der Spitze geben, Silber vielleicht 300, who knows. Und dann das Reinvestieren in Topfonds oder auch alle anderen Einkommen produzierenden Anlageklassen, die dann billig sind. Das können ja auch Häuser oder kleine Firmen oder sonst was sein. Ich will nur aufzeigen, so könnte es vielleicht kommen. Also der Unterschied zu den 1970er Jahren ist, dass wir mehr Schutz hier einbauen, dass wir unsere Gewinne in Gold und Silber parken, weil wir nicht wissen, ob wir an das Bankensystem rankommen, bis eine Zeit schließt oder dauerhaft oder who knows. Das ist eben, also wir haben keine Glaskugel und davor müssen wir uns schützen. Äh, Vielleicht geht es auch ohne am Ende. Vielleicht
ist es aus jetziger Sicht auch einfach weise, man lässt die Goldaktien drin und kauft jede Menge Top Siemens, Bayersdorf, sonst was, wenn sie total maximiert sind und dann wird das irgendwann neu bewertet und man hat dann riesige Aktienpakete, zum Beispiel der Top-Felix der deutschen Industrie. Also so 1980 hätte es funktioniert. Aber wie gesagt, das ist nur der Rückblick. Wir müssen schon ein paar Sicherheitsstufen einbauen. Aber nichtsdestoweniger kann man davon gut profitieren, aus meiner Sicht. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben solche Gold- und Silberaktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu rechnen, einen Potentialfaktor zu errechnen und auch eine Exit-Strategie haben wir entwickelt. Einlagen von Gold und Silber Einkaufsgemeinschaft, Sachwert ist ein Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber. Kommt eine Überweisung, keine Mindestüberweisung. Schon ist das Gold und Silber im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist eben auch der Verkauf. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.